Liebe Leute, Wealth of Nations, da bin ich doch direkt erinnert an so ein gewisses Buch. Es geht weiter mit Suzerain, und zwar nach einer umstrittenen Rede im Parlament, in der der Präsident aufgerufen hat, die Reformbestrebungen in Sachen Verfassungsänderung zu unterstützen. Die Zeitungen schreiben mal wieder. The Lakehaven Times schreibt, Health requires more resources. Noch mehr. The latest report coming out of the Ministry of Health regarding the current situation and the need for privatization raises serious questions about the gargantuan scale of effort required to solve the structural issues of health in Sordland. One part of the report about the threat of potential epidemic being real stands out as it highlights the problem of the current voluntary vaccination policy. Was für ein passendes Thema, nicht wahr? One part of the report about the threat of a potential epidemic being, das hatten wir gerade vorgelesen, Minister Benewell has increased his calls for more financial resources to be able to make more changes to welfare. Okay. Kurze Verwirrung wegen des Schreibfehlers. Within one term to cover existential issues like epidemic prevention. The report on the potential effects of privatization also included the downsides of what damage private interests could do inside the system of healthcare. However, the ministry pointed out that a small-scale implementation, the one it proposes, would be able to deliver efficient results. Naja, ich weiß ja nicht. Das ist wohl nicht ungewöhnlich, das würde ich wohl auch meinen. So, the Radical Voice schreibt, The Hidden Power of Man in Uniform. Ja, das Militär ist immer noch ein gewisser Gefahrenpunkt, sage ich mal. No political leader in Sordland can survive in office without some support from the general staff. President Arthur Wischi was a leader who learned this lesson the hard way. In 1927, a military coup brought an end to his short time as president, and later President Alfonso became a target of alleged conspiracies by the old guard, who were known to be very close to the general staff of the Swedish armed forces. Though nowadays fewer officers assume the role of political leaders, military influence continues to have major repercussions in politics across Eastern Mercopa. According to a report by the Alliance of Nations, Sordland has one of the most influential militaries in the region, coming just behind Velen, where the actions of the generals indicate serious military interferences in politics. As the report shows, men in uniform still enjoy considerable influence on politics of Sordland, and nothing is being done to reverse the situation despite the country's history of coups and civil war. Ja, ich würde da gerne was dran ändern, aber dafür bräuchte ich erstmal Unterstützung im Parlament, ne, die nicht darin verwoben ist. Eigentlich brauche ich sozusagen die Verfassungsänderung und neue Mehrheiten im Parlament. Und selbst dann kann das Militär natürlich immer noch putschen. Van Horten hat die Wahlen schon wieder gewonnen. General elections held in Agnolia this week had resulted in the victory of the newest Democratic Union of Agnolia for the second time, with its leader Martin van Horten continuing his duties as Prime Minister. Mit dem hatten wir uns ja getroffen. Das Handelsabkommen war leider geplatzt. Das stellt natürlich auch ein Problem in gewisser Weise für England dar, denn damit wird sozusagen eigentlich der Fortschritt und die Anknüpfung an die Autobahn aus Agnolia aufgehoben, nicht wahr? Wir haben dann zwar eine besser ausgebaute Anbindung, aber wenn da nicht gehandelt wird, bringt das nichts. Und dann bringt das auch England nicht so richtig viel. Geht's denn hier vielleicht direkt um die Autobahn? Ja, Opening. Arriving in Lakehaven for the grand opening ceremony of the H3 highway was a proud moment for all of us. Simon and Lileas, who heavily assisted the project, were with me along Lucian,
to decide on how to proceed tomorrow. Lucian stood up. First of all, congratulations everyone. To many more projects like this. Well done. Ja, ihr wart aber alle nicht so richtig glücklich damit, wie das gelaufen ist, oder nicht? Aber wir wollen sie mal alle loben. Wir könnten das ohne dieses hervorragende Team, hätten wir das niemals geschafft. Indeed, let's move on to our plans for the opening tomorrow. It's been a long time since the last successful infrastructure project. There is good reason to capitalize on the occasion. I have a plan on how to do that. If Mr. President accepts, a drive from Lackhaven to Avery should do the trick. After the motorcade takes off, the road will be open to the public. What are your thoughts? I don't support anything beyond the opening ceremony. Actions speak for themselves. Involving the president could be beneficial for his image. I think so too, Mr. President. Ja, warum nicht, oder? Fahren wir halt ein bisschen da auf der Autobahn rum. Very well, sounds good. It would display unity and strength if we were all together in the convoy. Warum habe ich jetzt das Gefühl, dass der Konvoi angegriffen wird? Additionally, a large crowd is invited for the ceremony and will be watching the opening speech. Like the good campaign days, yeah. Things were certainly easier back then. Simon stepped in for a comment. On another note, it goes without mentioning that this was a team effort. Beginning with the president who put trust in me, I want to thank all involved in H3. You deserve a lot of credit. Thank you. Finally, people got what they wanted for a long time. We will need to show our best face tomorrow. I make sure that our focus on improving business and logistics is relayed to wherever necessary. Alright then, we have a lot of work to do tomorrow. See you in the morning. Ja, gute Arbeit, Leute, gute Arbeit. The team left, leaving the rest of the evening to prepare for the big day tomorrow. The next day, a stage had been erected next to the entrance of the highway in the downtown. The calm and warm weather created a positive mood in the usually breezy Lackhaven. The crowd was large, but still smaller than some rallies due to the strong PFJP presence here. We began moving towards the stage as the excitement was growing. Signal Lucian to begin. We were all ready to begin the ceremony. I gave the green light and the opening address began. Brothers and sisters of Sordland, I welcome you, Lackhaveners, today as a proud servant of this country. Oha. Lucian's voice echoed in the square next to the highway. Hundreds of Sordland and USP flags began to wave as the cheers intensified. Without further ado, I invite the President of Sordland to the stage. Move up the stage to address the crowd. The press were taking dozens of pictures. So, jetzt können wir die EinwohnerInnen von Lackhaven direkt ansprechen. Wir können die BürgerInnen ansprechen. Wir können das Volk von Sordland ansprechen. Wir werden mal die BürgerInnen ansprechen. Welcome to the opening ceremony of the H3 Highway. The chanting from the crowd continued. Wir haben Arbeit und neue Möglichkeiten versprochen und unser Versprechen gehalten, oder das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang, Leute. Es wird noch besser werden. Noch besser. Die Zukunft ist noch besser. Ist unglaublich, aber wahr. Das Ziel war es, Logistik zu verbessern und den Unternehmen zu helfen, um die Wirtschaft in Ostnagis und Angland zu stärken,
um unseren BürgerInnen zu dienen, die da hin und her reisen wollen. Ja, was ist den Leuten wohl wichtiger, dass sie hin und her reisen können oder dass es Arbeit gibt? Aber ich sehe schon den Unterschied, das wird dem Wirtschaftsrat besser gefallen. Und das wird, weiß ich nicht, wem gefallen. Vielleicht wird das die politische Situation in England stabilisieren. Im Grunde ist es ja beides wahr, nicht wahr? Ja, ja. Damit würde man auch so ein bisschen sagen, dass man natürlich die Wirtschaft schön und gut, aber was die Bevölkerung möchte, das ist eigentlich das Entscheidende. Und ich glaube, das ist vielleicht ein guter Punkt, um anzusetzen, im Hinblick auch auf die Reformbestrebungen. Dass wir auch die Bevölkerung da in die Richtung nochmal mobilisieren. Also machen wir das. Our intention with the H3 was to serve our citizens who were having a hard time traveling between Lakehaven and Avery. Der Highway verringert die Reisezeit um die Hälfte. Er bringt tausende neue Arbeitsplätze. Ja, wir haben jetzt schon gesagt, dass das die Reisezeit haben wir schon angesprochen. Jetzt können wir auf die Jobs gehen, glaube ich. So, many unemployed citizens have benefited and will benefit on the path of the highway. So, und jetzt müssen wir irgendjemanden loben. Es wäre niemals möglich gewesen ohne die Innenministerin. Ich habe ich habe meine Pflichten zurückgestellt und mich persönlich um dieses Projekt gekümmert. Oder wir müssen dem Wirtschaftsminister danken. Also wir wissen, dass Lileas ist eine Konservative. Was ist Simon nochmal? Ist er gemäßigt? Kann das sein, dass er gemäßigt ist? Können wir über ihn die Gemäßigten gewinnen? Er war ein starker Unterstützer der Marktreformen zur freien Marktwirtschaft unter Alfonso. Is often famed for his promotion of the free market. Könnte eher dann Richtung Reform gehen, weil die Konservativen sind ja auf jeden Fall für Planwirtschaft. Support. Unklar, ne? Ist unklar, ob er überhaupt irgendeinen Einfluss auf die Partei hat. Und Lileas war halt schon unter Sol einflussreich. Das ist so ein bisschen das Problem. Sie ist eigentlich korrumpiert durch die Diktatur. She inarguably brought with her a large conservative support in the elections. Könnte aber ein Signal sein, ne, des guten Willens ins Parlament an die Konservativen. Also sie hat das schon angestoßen. Es war ihr Argument, dass wir die Autobahn bauen sollten. Ich glaube, Simon hatte für die Eisenbahn gestimmt. Dann ist es auch nur aufrichtig, also 2 fällt halt raus, dann ist es nur aufrichtig, sie dahin zu holen, hinzubitten, nach oben auf die
die Bühne und sie uns dafür zu bedanken, sie zu loben. Lilias walked up to me and leaned on the microphone. Thank you, Mr. President, Leckhaven. It is great to be here today among you industrious people. This project is a perfect example of the capacity and capabilities of Sordland as a nation. United we stand and divided we fall. Ah, wie pathetisch. Lilias brought attention to the strength that comes from unity. She then mentioned the positive change the highway creates for England. After she was done with her speech, Lucian took Lilia's place on the stage to close the ceremony. Citizens of Leckhaven, there you have it. As promised, Anton Rayne, the fourth president of Sordland, has delivered. We moved towards the entrance of the highway next to the stage. A 40-meter long red ribbon was hanging over it. Simon gave me a pair of large scissors to commence the opening. The crowd was watching. Wir schneiden das Band durch. I cut the ribbon, which led to a huge wave of cheering from the crowd. Many flashes went off at the same time. Congratulations to all. It was a solid and fruitful effort, hopefully with much more to come. It's a good moment indeed. It gives us pride as a nation. One big step behind us. Your car is prepared and ready. The drive to Avery should take about 4 hours and the rest of the motorcade will follow you. Dann ab ins Auto. I entered the car and sat on the driver's seat. Ah, ach so, wir fahren sogar selber. The crowd was trying to catch a glimpse of me sitting at the front. Who do you want to travel with? Ha. Ha, ha, ha. Mit wem wollen wir fahren? Mit wem haben wir was zu bereden? Alleine fahren? Nee, brauchen wir nicht. Wollen wir jetzt, weil wir Lilias gelobt haben, Simon mit reinnehmen? Haben wir mit ihm irgendwas eigentlich so weiter... Der war immer neutral eigentlich uns gegenüber. Lilias nicht so sehr. Also das wäre nochmal wieder ein Signal an die Konservativen. Ey, wir sind schon immer noch dieselbe Partei. Oder Lucian, aber nee, wir nehmen Lilias mit. I'm honored. It will be great to arrive in Avery with the President of Sordland. As we began driving out of the opening ceremony area and into the new highway, the media took pictures of me and Lilias who waved to the cameras. The new highway was in pristine conditions and quality. It was the best driving experience one could have nowadays while providing the best traction and least noise. After the relaxing 4-hour drive to Avery, we were welcomed by celebratory citizens and Mayor Eric Neal. The highway officially opened to the public and thousands began utilizing it as soon as we left the area. Today was a great day. Wir haben sogar eine Errungenschaft dafür bekommen. A great victory for the administration. Hurra, hurra. So. Wir waren bei der Eröffnungsfeier und das wird auch bei der Wirtschaft sich niederschlagen. Durchschnittliche Transportverbindung. The new infrastructure investment by the government has slightly recovered the transportation network connections. Tja, vielleicht wäre die Eisenbahn besser gewesen, ich weiß es nicht, aber das hat halt auch politische Hintergründe. Zumal England ja auch eine Hochburg der Rechten war und den wir sozusagen durch... Ah, jetzt wird es auch auf der Karte angezeigt übrigens, der Highway, sehr cool. Den wir dadurch sozusagen Unterstützung abgraben wollten, indem wir Infrastrukturprojekte hier durchführen. Die Household Post schreibt, Präsident Rayne opens H3 Highway. With a grand ceremony, President Rayne has declared the H3 highway open with his aides by his side and executives
from Taurus Holding. After the ribbon cutting, he has delivered a heartfelt speech and brought attention to the capabilities of the administration. Following the opening speech, President Rayne has driven his own car on the new highway for the first time. The H3 highway is expected to boost the output of the Angland region, and it has been happily welcomed by the citizens. Großartige Neuigkeiten. Was steht als nächstes an? Berichte, Berichte, Berichte. Fangen wir an. Oh, Josef. Der Verteidigungsminister. Fangen wir an mit dem Privatisierungsplan. The Ministry of Health has finished a privatization proposal plan in order to increase the resources of the health system and to increase the quality of service through small-scale market competition. Additionally, the ministry's report highlighted the weaknesses Sordland has when it comes to potential epidemic. Das ist eigentlich alles nichts Neues. Warum arbeitet ihr eigentlich die ganze Zeit weiter daran? Minister Benigor reported that much more could be achieved through the healthcare system if the private sector could slightly assist by generating new revenue streams and adding new services. Das überzeugt mich leider immer noch nicht. So, das Justizministerium. Files, Ersen vs. Sordland, Concurrence. So, worum geht's? The Ministry of Justice has reviewed the Ersen vs. Sordland case and put forward its concurrence opinion before sending the dispute to the Supreme Court. The Vice Minister of Justice came forward agreeing with the case of Ishaval Ersen and pointing out that a majority court dissent would be disservice to the legal precedent of future constitutional rights cases. The case is now in the hands of the Supreme Court. Was ist das für ein Fall? Ich weiß überhaupt nicht, worum es da geht. Ich habe zum ersten Mal diesen Bericht gelesen. So, der Generalstab versammelt sich. The General Staff has convened at the Ministry of Defense today to assess the security conditions of Sordland. More than 20 high-ranking officers were in attendance and discussed several war plans, the internal stability of the nation and the overall state of the armed forces. Da waren sie bestimmt nicht glücklich darüber, wie es gerade aussieht. Aber was Josef uns zu sagen hat, schauen wir uns in der nächsten Folge an.